Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben. Wir sind eigentlich auf dem Weg in die Schweiz. Da gab es aber eine kleine Planänderung und so können wir noch ein bisschen mehr Zeit hier in der Region rund um den Bodensee verbringen. War nicht geplant, ist aber umso schöner, denn ja heute früh diese Nebelschwaden in der Landschaft, das war ja ein Traum. So richtig schön, so schön herbstlich. Es ist zwar schon langsam frisch am Morgen, aber ich finde das ja wunderschön, diese Stimmung morgens. Ja, aber auch sonst hat sich in den letzten Tagen einiges bei uns getan und wir haben auch Neuigkeiten. Also wollen wir euch in diesem Video auf jeden Fall auch ein Update dazu geben und auch dazu, wie es weitergehen soll. Kurzer Realitätscheck. Meistens seht ihr diese Aussicht, aber oftmals sieht es dahinter dann so aus. Nichtsdestotrotz, also wir finden hier die Lage richtig schön. Wir sind auch richtig froh, dass wir meistens jetzt die letzten paar Wochen in Deutschland frei stehen durften. Ist auch nicht selbstverständlich und die Plätze waren richtig schön, oder? Absolut. Auch wenn man sie teilen muss, aber ja, wenn man gratis stehen kann. Und auch hier, wo wir jetzt stehen, also wir stehen hinter einem Gebäude und ja, die Inhaber stellen hier ein paar Parkplätze zur Verfügung, damit Camper hier übernachten können. Und wir finden das richtig toll. Und auf der anderen Seite sind wir auch überrascht, dass außerhalb der Saison noch so viele Leute mit dem Camper unterwegs sind. Also hatten wir so nicht erwartet, oder? Ja, es gibt wenigstens ein paar nette Campergespräche auf dem Parkplatz am Abend. Und ja, hat auch seine eigene Stimmung. Es ist richtig schön, wie es jetzt warm wird, an der Sonne, richtige Wohltat. Und passend dazu fahren wir los. Vamos! Wir wussten ja gar nicht, dass hier rund um den Bodensee oder zumindest in dieser Ecke hier Äpfel so ein Ding sind. Als wir hier in dieses Gebiet reingekommen sind, haben wir überall diese Plantagen gesehen mit den Äpfeln. Und auch hier, die stehen überall angereiht und die leuchten so rot aus diesen Apfelbäumen raus. Das ist Wahnsinn. Man hat richtig Appetit. Es gibt auch ein paar Selbstbedienungsstände. Ich glaube, da holen wir uns nachher einen Sack voll. Und was wir hier auch sehen, sind ganz viele Hopfenplantagen. Ich kenne das ja eher, wenn wir aus Tschechien nach Deutschland reinfahren, so in Südostbayern. Aber hier sieht man richtig viele von diesen Gespannen, wo der Hopfen so hochgebunden wird. Viel Hopfen ist zwar schon abgeerntet worden und wir sehen auch immer wieder Traktoren, die ganz viel Hopfen auf der Ladefläche transportieren. Es ist so ein schönes Bild und gerade mit der Sonne noch dazu, da geht einem das Herz auf. Zeit für einen Zwischenhalt. Wir essen ja immer sehr spät Frühstück, aber heute aus einem guten Grund, denn wir haben hier einen Platz gefunden mit richtig schöner Aussicht. Man sieht bis zum Bodensee und darum gibt es heute hier Frühstück. The sun is peeking through the cotton white blinds. Your hands still tangled up in mine. Feet on the wall, your head on me.
floating easy. We got nowhere to be. Got nowhere to be. Your hair's a mess, but you don't mind. You just laugh, let it fall where it lies. Coffee's cold, but we take a sip, talk about nothing. Let the morning slip. Oh, it feels like... Eine Sache, die wir in den Amerikas immer vermisst haben, ist guter Käse. Und hier stopfen wir uns richtig zu mit gutem Käse. Das ist so lecker. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie man gewisse Sachen einfach vermisst. Oder auch sowas wie selbstgemachte Marmeladen oder Konfitüren. Michi hat uns im Allgäu eine von ihren hausgemachten Beerenkonfitüren mitgegeben. Und die ist so lecker. Das findet man so auf der Reise nicht. Es gibt einfach Dinge, die gibt es nur hier. Das ist schon wirklich ein richtig schöner Platz. Und da hinten, wo es so diesig ist, da wäre ja eigentlich auch der Bodensee. Man sieht es einfach nicht so gut, aber er ist da. Und ich feiere einfach richtig, wo uns unsere Cabrita schon überall hingebracht hat. Also es war ja schon ein bisschen Risiko, als wir losgefahren sind. Die ersten 2 Kilometer waren auch nicht so erfolgreich. Aber was wir jetzt alles die letzten Wochen erleben durften, ist großartig. Ich finde ja den Syncro auch ein richtig geiles Fahrzeug und ich bin so froh, dass wir uns den gekauft haben. Obwohl man schon sagen muss, er hat schon seinen eigenen Charakter und das ist auch der Grund, weshalb wir hier in der Region Bodensee ein wenig feststecken, aber dazu gleich ein bisschen mehr. Zuerst möchten wir euch was zeigen, an dem wir ja schon ein Weilchen arbeiten und vielleicht einige von euch in einem Video schon was gesehen haben. Wir freuen uns riesig, dass wir euch heute endlich unsere neue Alpaka-Kollektion mit T-Shirts, Sweatern und Hoodies vorstellen können. Wir haben hier einen Shop, in dem wir immer wieder mal ein paar Sachen rausbringen, die von unserer Reise inspiriert sind. Und so ist es auch mit dieser Kollektion. Und in den ersten 48 Stunden nach Go Live dieses Videos erhält ihr sogar noch einen Einführungsrabatt. Wir waren ja zuletzt ein Dreivierteljahr in Südamerika unterwegs und diese Vicuñas, Alpakas, Guanacos und Lamas, die man da überall sieht, die hauchen dieser so speziellen Landschaft einfach so viel Leben ein. Und wir haben auch von euch so viel Alpaka-Liebe erhalten, dass einfach klar war, dass das neue Motiv sein muss. Außerdem habt ihr uns ja tolles Feedback zur Qualität unserer bisherigen Produkte gegeben, also wollen wir das unbedingt beibehalten. Die Textilien sind deshalb weiterhin zu 100% aus Bio-Baumwolle, vegan und für faire Produktion zertifiziert. Und der Stick wird in Deutschland gefertigt, sobald die Bestellung eingeht und das vermeidet Überproduktion. Was wir neu haben, sind die Farben. Die T-Shirts, aber auch die Sweater und Hoodies haben neue Farben und die T-Shirts passen einfach perfekt zum Spätsommer, während die Sweater und Hoodies innen so eine flauschige Schicht haben und somit den perfekten Gemütlichkeitsfaktor für den Herbst oder auch den Winter bieten. Also schaut gerne bei uns im Shop vorbei, wir würden uns riesig freuen. Da findet ihr natürlich noch viele weitere andere Produkte und vergesst nicht die Größentabelle zu prüfen, damit wir euch die richtige Größe zustellen können. In den ersten 48 Stunden nach Go Live dieses Videos erhält ihr mit dem Code CHIRPY5 5% Rabatt auf euren Einkauf. Also scannt am besten gleich den QR-Code ein oder klickt den Link unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Einkaufen und vielen Dank für eure Unterstützung. Wie versprochen möchten wir euch natürlich erklären, wieso wir hier von der Region nicht wirklich wegkommen. Ihr seht, die Motorhaube ist offen und der Grund ist genau hier drinnen. Als wir hierher gefahren sind, wollten wir eine T3-Werkstatt aufsuchen, um den Keilriemen ersetzen zu lassen, beziehungsweise so zu legen, dass er richtig passt. Und als wir da angehalten haben, haben wir auf einmal gemerkt, wie der Motor so komisch stottert. Und ja, dann kam der Mechaniker raus und hat sich das Ganze kurz angeschaut. Er meinte, das Auto läuft nur noch auf 3 Zylindern anstatt auf 4. Die haben sich das ein bisschen genauer angeschaut und meinten, dass wir Diesel verlieren. Was ja auch sehr komisch ist. Also wir hatten in letzter Zeit doch einen ziemlich hohen Verbrauch, aber wussten halt nicht wieso. Und jetzt kam raus, dass
entweder die Leitungen von der Dieselpumpe zur Einspritzdüse, das Gewinde kaputt ist, oder die Einspritzpumpe selbst, das Gewinde da kaputt ist. Das konnten sie auf die Schnelle nicht reparieren, weil ja, es war schon Freitagabend, 5 Uhr Nachmittag, dass sie sich das überhaupt angeschaut haben. Ja, dafür auf jeden Fall danke. Ja, und jetzt warten wir, dass wir einen Termin bekommen, um das anzuschauen. Der eine Mechaniker meinte sogar, dass wir eventuell nicht genügend Kompression im Motor haben. Das deutet darauf hin, dass vielleicht der Motor bald hops geht. Könnte sein, vielleicht auch nicht. Das müssen Sie sich dann auch genauer anschauen. Die müssen die Kompression messen, die Leitungen anschauen, ob es in den Leitungen ist. Ja, und deshalb stehen wir hier. Es ist eine gute Werkstatt, die wurde uns empfohlen. Von dem her, ja, wir warten und schauen dann weiter. Eigentlich an sich wäre es vielleicht gar kein so großes Problem, aber was mich besonders ärgert, ist, dass wir ja diese Leitungen erst gerade letztens neu gemacht haben. Also vor 2 Wochen haben wir alte Leitungen, wie zum Beispiel diese hier, ja, ausgetauscht für neue. Und dann würde man ja vermuten, dass jetzt alles läuft. Aber ich habe eben Angst, es ist doch manchmal so, manchmal die Dinge, die auch nicht ganz richtig sind, funktionieren auf irgendeine Art. So in sich haben die ein System. Und kaum fängt man an, dieses System zu verändern oder was dran quasi zu verbessern, dann funktioniert es einfach nicht mehr so in sich. Und dann kommt ein Ding nach dem anderen. Und ich habe schon ein bisschen Angst, dass wir da jetzt sowas losgetreten haben, dass jetzt ein Ding nach dem anderen auftaucht, das eben, ja, jetzt dann mal, naja, wir hoffen einfach aufs Beste, das wird schon irgendwie, ich glaube, die finden eine Lösung. Muss einfach, genau, weil die Cabrita muss uns noch ganz viele Kilometer bescheren. Das wird sie auch. Aber es wäre halt schön, wenn man die Dinge gleich lösen kann und das nicht 2 oder vielleicht 3 Mal sogar angehen muss. Im Endeffekt heißt das jetzt, dass wir warten müssen, bis wir uns das genau anschauen können. Ja, und bis dahin vertreiben wir uns die Zeit hier rund um den Bodensee. Ist ja auch wunderschön hier. Und tut doch nicht schlecht, zwischendurch mal den Kopf zu lüften. Wenn ich den Mais so ansehe, muss ich, glaube ich, ein Geständnis ablegen. Ich habe als Kind, haben wir immer, wenn wir mit dem Fahrrad an Maisfeldern vorbeigefahren sind, haben wir immer Maiskolben mitgenommen. Ich auch. Du auch? Ja. Ja. Ich glaube, So. das gehört halt einfach in der Kindheit dazu, nicht? Ja, da denkt man sich halt nichts dabei. Da denkt man sich so, boah, da ist ja so viel Mais, komm, ich nehme welchen mit, den essen wir dann am Abend. Gerade wenn sie noch so ganz jung sind, die Kolben, dann sind die ja so süß, man kann sie roh essen. Ich habe das geliebt als Kind. Aber ja, wenn man dann halt erwachsen wird, dann realisiert man erst, dass man eigentlich den Bauern beklaut hat. Ups. Ups, ja. Darum nehmen wir auch keine Äpfel mit. Und Hopfen auch nicht. Rund um Tettnang wird so viel Hopfen angebaut, dass sie hier sogar einen Lernpfad, den Hopfenpfad, angelegt haben, auf dem man richtig viel erfahren kann. Es gibt überall immer wieder Schilder und auch spielerische Aktivitäten, bei denen man über Hopfen lernen kann. Und es gibt sogar ein Museum, wo man auch den Prozess des Bierbrauens ein bisschen näher kennenlernt. Hopfen ist ja einer der Bestandteile von Bier. Ja, und man lernt auf diesem Pfad unter anderem auch, dass zum Beispiel so eine Hopfenpflanze oder so eine Ranke bis zu 30 cm am Tag wachsen kann, wenn sie gute Bedingungen hat. Und so werden die auch in 2 Monaten teilweise 8 Meter hoch. Die werden so hochgebunden und da können die 8 Meter hoch werden. Das ist richtig viel. Ich habe es immer nur im Vorbeifahren gesehen und da wirkt es meistens so ja nach 2, 3 Metern, aber 8 Meter ist wirklich viel. Der meiste Hopfen ist ja schon abgeerntet. Hier haben wir noch ein Feld gefunden mit ganz vielen Ranken und es riecht so richtig intensiv. Ich habe mich immer gefragt, ich fand ja immer so, gewisse Biersorten riechen ein bisschen nach Hanf oder auch eben Hopfen. Und tatsächlich ist Hopfen auch ein Hanfgewächs. Also es ist gar nicht so verkehrt, dass man so ein bisschen einen ähnlichen Geruch wahrnimmt. Und ich bin jetzt damit auch fast froh, dass die meisten Felder abgeerntet sind, weil ich glaube, der Geruch, wenn das so intensiv wäre von all diesen Feldern, das würde mich komplett erschlagen. Krass, die Blume. Mhm. Kannst du sagen, ob das aussieht wie eine Hanfblüte? Nö. Nee, aber wenn man es so am Boden sieht, dann wirkt das so fest. Aber in der Hand, das ist ganz weich. Wusste ich gar nicht.
Letzter Fun Fact über Hopfen. In Deutschland gibt es etwa 1500 Brauereien. Schätzt doch mal, wie viele Biersorten werden da gebraut? Schreibt es doch unten gerne in die Kommentare. Und weil wir heute so viel über Hopfen gelernt haben, wird das nächste Bier bestimmt viel besser schmecken. Ganz sicher. Aber bevor es vergessen geht, noch die Auflösung zur Schätzfrage. Es sind über 7000 verschiedene Biere, die in Deutschland gebraut werden. Ja. So, jetzt gönnen wir uns auch ein kühles Erfrischungsgetränk auf Hopfenbasis. Prost! Prost! Was für ein Wetter, nicht? Ja, wirklich. Richtig kalt. Ich friere richtig. Boah, seit dem letzten Mal, als wir auf der Hopfenfarm waren, hat es ja gefühlt nur noch geregnet. Und hier drin, man merkt halt, dass der Van oder der Bus halt einfach gar nicht ausgebaut ist. Alles ist feucht, nichts trocknet. Die Nächte sind richtig kalt, wir haben keine Heizung, aber ja, wir stecken leider immer noch fest. Also, ja. Es ist ja auch so, dass das Problem mit dem Bus sich eigentlich noch weiter verschärft. Also es wird ja nicht besser, im Gegenteil. Und wir wollen darum auch möglichst wenig fahren. Der Termin, wir haben jetzt einen Werkstatttermin, der ist aber erst in einer Woche. Und bis dahin ist auch die Wettervorhersage nicht besser, es soll immer regnen. Ja, aber wir haben ja auch ein paar Dinge, auf die wir uns freuen können. Soll es wieder anfangen zu regnen? Ja, guck mal, jetzt hört langsam auf. Zum einen ist ja jetzt endlich unsere Alpaka-Kollektion raus. Wir freuen uns riesig, dass wir das nach so langer Zeit, wo wir die Sachen ja auch schon getragen haben, das endlich mit euch teilen konnten. Wir sind schon sehr auf euer Feedback gespannt. Und wenn das Thema mit dem Bus hier vielleicht irgendwann mal endlich durch ist, Hoffentlich. ja, und wir vielleicht auch mit dem Bus von hier wegkommen, dann geht's endlich in die Schweiz. Das ist ja auch schon lange überfällig. Ja, wir gehen endlich mal die Familie in der Schweiz besuchen und ja, freuen uns auf jeden Fall, sie wieder mal zu sehen. Ist auch schon eine Zeit her. Und danach geht es Ende Oktober für uns nach Bern. Genau, denn wir wurden für den 23. bis 27. Oktober an den Swiss Caravan Salon eingeladen. Ihr findet uns da im Vanlife Camp und wir halten da auch einen Vortrag. Also wir freuen uns, möglichst viele von euch da zu sehen. Und während wir bei der Familie in der Schweiz sind, werden wir auf jeden Fall mal die Kamera auf die Seite legen. Das heißt aber nicht für euch, dass es keine Videos mehr von uns geben wird, denn wir haben während der Sommerpause fleißig weiter gefilmt und ja, ab nächste Woche werden dann wieder fleißig Videos aus Südamerika kommen. Genau, ein bisschen Südamerika-Feeling wieder hier. Ein bisschen Wärme in die Kälte bringen. Genau so. Falls ihr aber trotzdem wissen wollt, wie es bei uns hier in Europa läuft, wie wir auch mit Cabrita weiterkommen, dann schaut gerne bei Instagram vorbei. Da werden wir weiterhin unsere Zeit aus Europa mit euch teilen. Ja, und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Schaut gerne bei uns im Shop vorbei. Unbedingt, wir würden uns sehr freuen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder aus Südamerika, während wir in der Schweiz sind. Hasta luego.